In dem heutigen Video möchte ich über das Gefühl der Scham sprechen. Und es gibt wohl kaum ein Gefühl, über das weniger gesprochen wird, und trotzdem sind wir alle betroffen, ob wir es zeigen wollen, können oder nicht. Sitzt Scham so tief in uns drin, triggert Scham einen ganz tief verletzten Anteil in uns, den wir alle nicht zeigen wollen. Und deswegen ist es uns so unangenehm, wenn unser Körper zeigt, dass wir uns schämen, wie zum Beispiel durch das Rotwerden. Und deswegen möchte ich in dem Video einmal beleuchten, was sind eigentlich die physischen Reaktionen, was passiert in unseren Körpern, wenn wir uns schämen und unser Körper das zum Ausdruck bringt. Dann auf die Ursprünge im Sinne von erzieherischen Ursprünge in der Ursprungsfamilie, in der wir groß geworden sind, bis hin zu, gibt es überhaupt einen Ausweg daraus? Gibt es einen Ausweg aus diesem wirklich, wirklich schlimmen Gefühl der Scham? Ach, das muss dir doch jetzt überhaupt nicht peinlich sein. Was für eine neckische Aussage. Haben vielleicht schon viele von uns gehört. Sorry, du kannst nicht entscheiden, ob mir etwas peinlich ist oder nicht. Und selbst ich kann nicht entscheiden, ob mir etwas peinlich ist oder nicht, sondern mein Körper entscheidet, oder besser gesagt, die Konditionierungen in unserem Gehirn entscheiden darüber, ob wir etwas als peinlich empfinden, als beschämend empfinden oder nicht. Das heißt, wir haben gelernt, wofür wir uns schämen müssen und wofür nicht. Unser Körper reagiert tatsächlich auf Scham, und das kann ja spannenderweise alles sein. Ich schäme mich für etwas, was ich getan habe. Oft sind es ja Fehler. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, schäme ich mich. Aber auch Fremdschämen. Ich schäme mich dafür, was ein anderer tut, selbst wenn ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe. Und alles löst in unseren Körpern dieselbe Reaktion aus. Es fährt unser Nervensystem hoch. Das geht in die Übererregung. Das bedeutet, wir fangen an zu schwitzen. Unsere Gefäße öffnen sich, unser Blut wird schnell durch den Körper gepumpt, unser Herzschlag erhöht sich, und daher kommt dann auch diese Schamesröte in unserem Gesicht, manchmal auch Hals, Dekolleté, der ganze Kopf. Das ist nichts anderes, die physische Reaktion ist nichts anderes als beim Sport zum Beispiel oder wenn ihr Angst habt. Das sind dieselben physischen Reaktionen, nur was dahinter steckt, der Auslöser für diese physische Reaktion ist eine andere. Und im Falle der Scham ist es ein ziemlicher Teufelskreis. Etwas im Außen löst Scham bei mir aus. Ich bin peinlich berührt, ich bin beschämt. Das lässt die Schamesröte in mein Gesicht steigen. Der andere sieht vielleicht, dass ich rot werde und sagt so was wie: „Das muss dir doch nicht peinlich sein“, was mich wiederum noch mehr beschämt, was wiederum diese physische Reaktion verstärkt und so weiter und so fort. Und somit hält sich der Schamkreislauf selbst am Leben immer wieder. Und da müssen wir gucken, was passiert tatsächlich, wenn jemand uns beschämt. Das ist ja, beschämen ist etwas, jemand anderes macht sich lustig über uns, macht uns lächerlich. Was passiert? Wir werden ganz klein, unser Gefühl ist es, ganz klein zu sein. Wir wollen uns zusammensinken, uns unsichtbar machen, im Boden versinken. Und wir wollen nicht mehr da sein. Scham ist ein Gefühl, was an unserem Wert kratzt. In dem Moment haben wir kein Selbstbewusstsein, weil wir das Gefühl haben, wir haben keinen Wert, wir haben keine Daseinsberechtigung in dem Moment, in dem wir beschämt werden. Viele kennen das sicherlich aus Schulzeiten, wenn sich Mitschüler über einen lustig gemacht haben, Mobbing genannt. Das gibt es aber auch in den Ursprungsfamilien. In vielen Familien erlebe ich das, dass die mit Scham, ich nenne es Arbeiten, oft ist das nicht, es wird nicht bewusst eingesetzt. Es wird nicht bewusst Scham als Erziehungsmethode eingesetzt, sondern es ist etwas Unbewusstes. Es wird sich darüber lustig gemacht, wie sich das Kind verhält. Es wird sich darüber lustig gemacht, dass das Kind das noch nicht versteht. Und es können auch so kleine Sachen sein, wie die Oma kommt und piekst euch in euren Hüftspeck und sagt: „Oh, gucke mal, da hat es dir aber ein bisschen gut geschmeckt über Weihnachten.“ Das ist beschämend. Das ist nicht okay. Und wenn man dann eine Grenze setzt und reagiert und sagt: „Hey, war grad total uncool“, ja? „Ah, das ist immer alles so ernst nimmst, gell?“ Da wird auch wieder gesehen, dass Außen invalidiert uns. Invalidieren bedeutet, es nimmt unsere Gefühle nicht ernst. Und anstatt
zu sagen: „Oh, du hast recht, entschuldige, tut mir leid, das war zu nahe getreten“, wird die Schuld auf dem Kind abgeladen. Und als Kind lernen wir, es geht nicht um unseren Hüftspeck, der blöd ist, und auch nicht unser Verhalten wird abgelehnt, sondern wir werden abgelehnt, weil wir sind unser Hüftspeck. Wir sind unser Verhalten. Wenn ich krumm und schief durch die Gegend tanze und singe als Kind und ich werde dafür beschämt: „Oh, gell, bist aber nicht mal Deutschlands nächster Superstar“ oder sowas, dann trifft das meinen innersten verletzlichen Kern in mir. Und das tragen wir mit in unser Erwachsenenleben. Und wenn sich jemand in unserem Erwachsenenleben über uns lustig macht, triggert das genau diesen verletzlichen Kern, dieses Gefühl von „Ich bin nichts wert“. Und gerade mit Autoritätspersonen ist das ganz extrem, weil was passiert? Etwas, was vielleicht in Balance war, vielleicht, eine Autoritätsperson, die sich lächerlich macht über die andere Person, stellt sich selbst höher, macht sich besser. Scham bedeutet Demütigung. Scham bedeutet sich klein machen müssen, nichts wert zu sein. Das kann auch manipulativ, wird das oft eingesetzt, vor allem von Personen mit stark narzisstisch geprägten Persönlichkeitsanteilen, die es ganz bewusst einsetzen, wenn man Emotionen zeigt. Das heißt, ich ärgere mich über etwas, was der Narzisst gesagt hat, und dann wird es oft mit so einem in die Lächerlichkeit gezogen im Sinne von: „Ach, das ärgert dich jetzt aber, gell?“ Und interessanterweise ist nicht der Inhalt der Aussage das Problem, nicht, dass mich das ärgert und er oder sie das erkennt, sondern der Tonfall, mit dem es gesagt wird. Und das ist etwas, mit dem man nicht beweisen kann. Man kann nur sagen: „Du, hör mal auf, dich über mich lustig zu machen.“ Und die andere Person sagt: „Was nimmst 'n das wieder so ernst? Du hörst wieder überall irgendwas raus. Du interpretierst wieder.“ Es gibt nichts, wo wir den anderen festhalten können, sagen können: „Du hast das gemacht, um mich lächerlich zu machen, damit du dich besser fühlst und ich klein werde.“ Das ist ganz schwierig, gerade in dieser Erwachsenenbeziehung der Lächerlichkeit. Natürlich wird es schwieriger, wenn Erwachsene das mit Kindern machen, weil Kinder sich noch weniger wehren können. Kinder können sich nicht gegen das Gefühl der Scham wehren, wenn Mama und Papa sie erziehen zu: „Scham ist Intimität.“ Letzten Endes müssen wir uns bewusst werden: die Schamesröte ist nur eine Emotionsäußerung. Das ist unangenehm für uns, das ist vielleicht unangenehm fürs Außen, aber so wie Weinen oder Schreien auch, ist auch die Reaktion des Rotwerdens einfach nur eine Emotionsäußerung. Wir fühlen uns dadurch verletzlich, wenn das passiert, weil der andere sieht, dass wir uns schämen. Das ist das Schlimme. Der andere sieht, dass wir traurig sind. Der andere sieht, dass wir wütend sind. Besonders interessant wird es, wenn Menschen tatsächlich ganz schwer nur mit ihren eigenen Emotionen und mit den Emotionen von anderen umgehen können. Und die reagieren häufig damit, sich lustig zu machen über die Emotionsäußerung des anderen. Das heißt, wenn ich Angst zeige, wird dann sowas: „Du musst doch jetzt keine Angst haben“, weil die Personen nicht damit umgehen können. Und da liegt auch der Ausweg für euch selbst darin, wenn ihr häufiger mit diesem Gefühl der Scham zu kämpfen habt. Nämlich euch klar zu werden: wenn mich jemand beschämt, wenn sich jemand bewusst über mich lustig macht, mich lächerlich macht, hat das gar nichts oder nur wenig mit mir zu tun, sondern mit dem anderen. Der andere zeigt sich verletzlich, weil der andere zeigt dadurch: „Ich kann gerade nicht mit deinen Emotionen umgehen.“ Das muss also euch gar nicht peinlich sein. Das ist natürlich eine Art von Bewusstwerdung. Ihr müsst euch bewusst werden, dass nicht ihr das Problem seid. Das ist ja auch das Problem der Scham, dass euch die Scham erzählen will, ihr seid nichts wert. Und das ist nicht wahr. Und deswegen, wenn das nächste Mal das Gefühl der Scham hochkommt, beobachtet das mal. Wie wollt ihr euch körperlich verhalten? Was macht euer Körper, wenn ihr dieses Gefühl habt? Was geht in euren Gedanken vor, wenn dieses Gefühl hochkommt? Und dann euch bewusst machen: Das ist einfach nur 'n Gefühl aus meiner Kindheit, das immer wieder getriggert wurde, nämlich: Wenn du 'n Fehler machst, wenn du das nicht richtig machst, bist du nichts wert.
Und dann hast du keine Daseinsberechtigung. Aber ihr seid nicht mehr das Kind von früher. Ihr seid jetzt und ihr könnt euch entscheiden dafür zu sagen: „Ich bin nicht die Scham. Ich bin weiterhin groß. Ich bin selbstbewusst. Ich bin stolz auf das, was ich bin, wie ich mich verhalte.“ Und das ist letzten Endes der Ausweg aus der ganzen Schamspirale heraus, nämlich zu verarbeiten, das Gefühl der Scham wird nicht weggehen. Aber ihr werdet euch bewusst darüber, dass ihr nicht die Scham seid und dass die Scham euch etwas erzählen will, was nicht der Wahrheit entspricht. Also lasst euch nicht von dieser Schamspirale mitreißen, sondern nehmt es selbst in die Hand, werdet euch bewusst darüber, da ist das Gefühl der Scham wieder. Oh, das ist richtig unangenehm, richtig schlimm. Aber es ist nicht wahr. Findet eure eigene Wahrheit darüber. Dann werdet ihr rot. Und wenn der andere nicht damit umgehen kann, wisst ihr genau, der andere hat Schwierigkeiten mit den Emotionen von sich und von anderen umzugehen. Und das macht ihn verletzlich, nicht euch. Jetzt würde mich einfach interessieren, welche Erfahrungen habt ihr mit Scham gemacht? Kennt ihr das? Werdet ihr schnell rot oder sagt ihr, es gibt ja so Menschen, die sagen, ich schäme mich gar nicht. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob ihr tatsächlich nichts habt, wofür ihr euch schämen müsst, oder ihr das einfach so von euch abgespalten habt, dass es keine Rolle mehr in eurem Leben spielt aktuell. Schreibt mir es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, mein Name ist Johanna, abonniert meinen Kanal. Ich hätte gern, dass die Menschen da draußen mehr auf ihre Gefühle hören, mehr auf sich selbst hören, mehr ihre eigene Wahrheit finden und erkennen, dass Emotionen ein Teil unseres menschlichen Lebens ist. Vielleicht wollt ihr auch ein Like da lassen, würde mich freuen.